ماذا يا سلطان الأنبياء يا رجال الله طريقتنا أسباب خير في جميع. Wir bitten unseren Großschreck und die spirituellen Zentren Beistand. We ask our Grand Sheikh and the spiritual power stations for support. Ohne Zweifel, sie herrschen in dieser Welt. And without a doubt, they rule this world. Sie sind die Elektrik dieser Welt. And they are the electricity of this world. Ohne diese Elektrik ist diese Welt nichts anderes als ein Meteorit. As without that electricity, this world is just nothing else than a meteorite. Ohne ein Licht und ohne ein Leben. Without a light and without life. Und wer den Beistand und Unterstützung des Himmels und himmlische Vertreter des Schöpfers hier ruft und verlangt, er wird wie ein Meteorit in der Dunkelheit sich umherirren. And if you're not asking for the heavenly support of the heavens and of his deputies, his messengers, you will only wander around like a meteor without any knowledge where you're going. Depression und Melancholie und jede Art von psychischer Krankheiten kommen daher, dass sie keine himmlische Unterstützung verlangen und wenn sie verlangen, nicht damit umgehen können. Depression, melancholy, and any other psychological illnesses you might suffer is because you weren't asking and demanding for that help, or you asked it but you couldn't handle it. Verlangen ist wichtig nach himmlischer Unterstützung, nach himmlischer Energie. Jedoch, wenn man es bekommen hat, muss man auch zu schätzen wissen, diese Unterstützung. Asking for and demanding heavenly support is very good, but once you received it, you have to know that you have to be grateful for what you got. So viele Leute, Menschen schwirren in der Leere und ohne Hoffnung in eine Dunkelheit und sie sind verrückt geworden, weil sie unter Depression leiden, weil sie nicht wissen, wie sie nach einer himmlischen Unterstützung verlangen sollen. And so many people are like zerring around in the darkness, not knowing where they're going, because of depression and melancholy, they're kind of lost and they don't quite know how to ask for that help. And then they just become crazy. Und wenn sie so weitermachen, ohne eine himmlische Unterstützung hier gefunden zu haben, so weiterleben, werden sie nicht weiterkommen in diesem Leben. And if they continue just going around in the darkness without actually docking on to heavenly support, they will just continue like that until the end. Und man braucht nicht lange zu warten. In vielleicht sehr wenigen Jahren werden so viele Menschen von dieser Welt verschwinden.
weil sie eben keine himmlische Unterstützung verlangt haben. And we don't have to wait that long, because in just a few years there probably won't be enough people anymore, because many just didn't ask for that heavenly support. Wer weiß, wie viele Jahre man in dieser Welt noch zu leben hat. And who knows how many years you've got left to live in this world. Niemand weiß das. Nobody knows that. Aber man sollte vorbereitet sein. But at least you should be prepared. So viele Menschen wissen nicht, dass sie vielleicht hier ein paar Jahre noch zu leben haben in dieser Welt. And so many people don't know that they're just only got a few years left to live. Man zeigt mir Bilder von leeren Städten. They show me pictures of empty cities. Überall in dieser Welt. Länder und Städte, die so begehrt waren und besucht. Man zeigt mir Bilder von diesen Ländern und Städten und ich frage, lebt da einer? And they show me pictures and images of cities and of countries and cities that were so much sought after. Everybody wanted to be there, wanted to go there, but now there's nobody there. And I ask, does anybody even live there? Wie viel Millionen Volk ist das, hat das Land? And how many million people are in this country? Sheikh, das ist 2 Milliarden Land. Oh, Sheikh, that's a country of 2 billion people. 2 Milliarden, ich sehe keine 2 Leute auf den Straßen. 2 billion people, but nobody's on the streets. Ich dachte, das sei ein Geisterland. And I thought that's a ghost country. Und wie viele Einwohner hat diese Stadt? And how many inhabitants are in that city? Sheikh, das ist eine große Stadt. Sheikh, Eine touristische Stadt. That's such a great city that even tourists are Das going ist there. eine 10 Millionen, 20 Millionen Stadt. That's a 10 million people city. Das war schon okay so. Und wir können nicht passen. Und wir dachten, das ist eine Geisterstadt. And we can't believe, looking at those pictures, we thought this is a ghost town. Was ist passiert? What Sheikh, happened? da ist eine schreckliche Sache passiert. And we asked what happened, and they tell me, Sheikh, something terrible happened there. Sind sie alle tot? Did they all die? Nein, No, sie haben Angst. they are afraid. Sie verstecken sich. They just keep on hiding. Sind feindliche Armeen in Einmarsch Is an enemy army marching in, mit Atomraketen? threatening them with atomic rockets? Nein, Sheikh, da sind unsichtbare Armeen in No, Sheikh. Anmarsch. No, Sheikh. There are invisible armies marching onto that city. Die verstecken sich vor etwas, was sie nicht sehen. And they keep on hiding against something they can't see. Und sie haben die Straßen verlassen. And they left the streets. Und alles sieht so leer aus. And everything looks so empty. Du könntest denken, da lebt niemand. You even get the image that nobody's even living there. Gestern war es noch voll, die Straßen. Millionen Leute konnten nicht laufen hier, ohne sich hier berührt zu haben.
in den Straßen. Yesterday the streets were full of people and like millions of people couldn't even go around without touching each other. Und das passiert überall jetzt in der Welt. And that's the thing that's happening all over the world. Europa, Europe, unantastbare Kontinent dieser Welt. the untouchable continent of this world, Gipfel der Zivilisation, the peak of civilization, Gipfel der Unerreichbarkeit, the peak that can never be touched, der Ignoranz, of ignorance, Eitelkeit, pride, vanity, Hochmut, vanity and feeling superior, und Materialismus. and that of materialism. Was ist passiert? Auch diese Straßen sind leer. Auch diese Länder sind leer in den Straßen. And what happened? There's the streets of the cities are empty. The streets of that country are empty. War schon der dritte Weltkrieg und wir haben was verpasst. Tell me, did the Third World War happen already and we just missed it? Sheikh, da war kein Krieg. Da ist eine Epidemie. Sheikh, no war, an epidemic. Sind sie alle gestorben? Nein, Sheikh, sie wollen nicht gestorben sein. And are they all dead now? No, Sheikh, they don't want to be dead. Gehen sie nicht mal einkaufen? And they can't even, they don't even do any groceries? Sheikh, sie können auch nicht einkaufen gehen, weil alle Supermärkte sind die Regale leer. Da No, gibt es nicht zu einkaufen. no, Sheikh, they can't do they can't go shopping and for groceries because all the shelves of the supermarkets are empty. Ist da wirklich kein Krieg passiert? Are you sure no war happened? Nein, Sheikh, da ist nur eine Epidemie. No, Sheikh. Only an epidemic happened. So schnell kann das gehen, dass die Straßen leer werden. See how fast it can be, how fast it can go for all the streets to go empty. So schnell kann es gehen, dass diese Welt leer geräumt ist. So fast can it happen that this world is emptied out. Wo sind denn all die Menschen verschwunden hier, die getan haben, groß und mächtig? So tell me, where are all the people who were attempting to be so great and so big? Die groß und mächtig getan haben, die haben sich zuerst versteckt, Sheikh. So to be honest, those who thought they are mighty and great, they were hiding at first, In ihre Hankers und Bunkers. going down deep into the earth, into their bunkers. Der Herr sagt im Heiligen Koran, alles was euch berichtet wird, wird kommen. Ihr müsst nur warten. And the Lord says in the Holy Quran, everything that's being reported to you now is gonna happen in the future. You just have to wait for it. You just have to wait for it. Zuerst kommt das Gerücht, dann das Geruch, dann der Geschmack. At first you've got the rumor, then you've got a smell of it, what it could be, and then you have the taste. Dann schmeckst du. And then you will taste. Auch wenn es nicht gut schmeckt. Even if it doesn't Schmeckst du. taste good, you will have a taste. So viele Leute werden bald diese Welt verlassen. Diese Welt wird leer aussehen. Jetzt. In den Straßen. Und die Menschen wissen davon nicht. Dass sie noch vielleicht 2, 3 Jahre zu leben haben. Oder 4. Aber keine 40. Keine 30. Keine 20. Keine 10. And so many people are going to die. And this world is going to be empty, just like how it looks now, empty. And the people don't know that they only have got 2 or 3 years to live. They may think, yeah, I've got 40 years, but that's not true. No 40 years, no 30 years, no 20 years, not even 10 years. Oh ihr Leute, alles hat ein Ende in dieser Welt. Auch diese Welt hat ein Ende.
Auch diese Welt, als sie erschaffen wurde, hat ein Geburtsdatum gehabt, das nur Allah kennt, und hat auch ein Ablaufdatum. Niemand kommt hier in die Existenz ohne ein Herstellungsdatum und ohne ein Ablaufdatum. And oh, you people, everything got an end in this world. Everything's got a limit to itself. Even this world, it's got a birth date that only the Lord knows, and it's got an expiration date. And everything else has it too. So, Wenn am Ende geschrieben wird auf dein Grabstein hier, geboren 1920 und gestorben 1921. and even if it's written on your tombstone, born 1920 and died in 1921. Und bevor du gestorben warst, wusste niemand, dass du 21 sterben wirst. And when you were born 1920, nobody knew that you're going to die 21. Erst nachdem du gestorben bist, wusste man es. Und dann hat man geschrieben. Only after you died, they could write it down on your tombstone. Aber dein Schöpfer, der wusste es, der weiß es, wann du kommst, wann du gehst. Und das steht auf deinen Stirn geschrieben. Für die Augen, die sehen können. And your Creator knew and knows exactly when you will come and when you will go. And it's written all over your forehead. Und dein And for Grabstein, that, they can see. du bist mit deinem Grabstein zusammengeboren. Das ist dein Stirn. Und hier steht geschrieben, geboren, gestorben. And you're actually being born with your tombstone. That's your forehead that says born at that date and gonna die at that date. Schaut mal, wie ein Grabstein steht da auf dein Grab, wie ein Kopf. Und auf deinem Kopf steht dein Ankunft und Abgang. And look at how tombstones are set. It's just like a head, and on that head, on that forehead, you can actually see when you were born, like the entrance and the exit time. Wir sind im Monat Heiliger Rajab Sharif. Alhamdulillah und Shukrulillah. Die 3 heiligen Monate, und das ist der erste der 3 heiligen Monate und das mächtigste. And we are in the holy month of Rajab Sharif, and it's the first of the holy 3 months, and it's the most powerful month of the whole. Rajab Sharif ist der Monat Gottes. As Rajab Sharif is the month of God. Und immer wenn eine welterschütternde Ereignis passiert, dann passiert das in diesem Monat. All die Kriege, Golfkrieg und so weiter, die haben alle angefangen, ganz bestimmt. Alles, was hier Welt beeinflusst hat und die Menschheit, immer in Rajab Sharif passiert. Und auch diese Epidemie hat angefangen mit Anfang dieser heiligen Monat. And everything that is actually shaking the whole world is so powerful. Everything, all the wars that are of significance. If you check directly, you will see Gulf War and so on. They all started with the month of Rajab Sharif. And as you've seen, the epidemic started with the start of Rajab Sharif. Auch Armageddon wird anfangen in Rajab Sharif. And even Armageddon was going to start in Rajab Sharif. Der Start von Armageddon wird anfangen in Rajab Sharif. Das ist vorausgesagt von Prophet Mohammad sallallahu alaihi wasallam. The start of Armageddon was going to be at the beginning with Rajab Sharif, and that's been told to us or foretold to us by our Prophet Mohammad sallallahu Habt ihr alaihi wasallam. gehört von Armageddon? Was ist das? Ist das was zum Essen oder Trinken? Das ist was zum Erleben und etwas Schreckliches zu erleben. And have you heard about Armageddon? Is it something to eat or to drink? No, it's something that you will experience. It's going to be a terrible experience. Da werden die Straßen nicht leer geräumt sein, wenn es passiert. Sie werden leer geräumt werden. And when that happens, the streets are not going to be just look empty, they're going to be made empty. Da wird es keinen Mensch mehr geben, der sich verstecken kann.
there will not be any human left to find and go for a Und hike. wenn du vor dieser Epidemie hier dich verstecken kannst, vor diesem Krieg, Feuerball, wird sich niemand verstecken können, außer die, die Zuflucht bei Allah gesucht haben. And even if you could find something to hide against that epidemic, but once that Armageddon is going to start, that fireball is going to start, nobody else is going to be safe but those who actually look for shelter with the Lord, with Allah Almighty. Oh ihr Leute, versucht zu erkennen, was die Ereignisse mit sich bringen. Schaut rein, aber mit Augen, die sehen wollen, mit Ohren, die hören wollen, mit Verstand, das verstehen will. Oh, you people, see and understand actually what the events will come, what they will bring, with eyes that want to see, with ears that want to hear, with a mind that wants to understand. In dieser Welt passiert nichts, ohne das was mit sich bringt, für dich als eine Lehre, als eine Information, als eine Belehrung. And nothing in this world happens that is without a teaching for you, with something to teach you, for you to understand and to learn. Diese Krankheit, was hat diese Krankheit, Epidemie verursacht? That illness, that epidemic, what caused it? Eine Angst. Diese Epidemie kommt als eine Drohung auf die Menschen zu. Nicht als der Tod. Nicht wirklich als Tod, aber als eine Drohung und eine Warnung. This epidemic, this illness, doesn't come as a mere illness, but as a threat, as a warning. Warnung vor dem Tod, was auf dich zukommt. A warning for death that's gonna come to you. Und damit du verstehst, was du zu tun hast. And then also for you to understand what you need to do. Diese Epidemie hat stattgefunden, angefangen in einem Monat, Rajab Sharif, was auch der Monat der Rückzug ist. Das ist der Monat des Rückzugs. And that epidemic started with the month of Rajab Sharif, which is also the month of retreat. Im Islam, den Muslimen wird empfohlen von Prophet Mohammad, dem letzten Gesandten des Gottes, sallallahu alaihi wasallam, wenn man Rückzug geht, dann ganz Rajab bis zum Schaban, 40 Tage, das ist größter Rückzug und gesegnetester Rückzug für jemand, der spirituell wachsen will. And it's a recommendation by our Prophet Mohammad sallallahu alaihi wasallam that when you go into retreat in Rajab Sharif, then for 40 days, the greatest itikaf retreat you can do will bring you the greatest way of transformation. Also man soll in diesem Monat aufpassen auf sein Verhalten, auf seine Gedanken, auf sein Herz und seinen Glauben. And in this month, you are told to look exactly what your actions are, what your thoughts are about what your behavior and your belief and In diesem Monat soll man schauen nach der Wahrheit und versuchen zu verstehen, was die Wahrheit ist und versuchen einen Weg zu Gott zu finden. in this month, you should go look for what the truth is, find a path to the truth. Das ist der Monat des Glaubensstarken. This is the month
that will help you to strengthen your belief, your faith. Und diese Epidemie hat uns was zu verstehen gegeben. Erstmal, dass wir in den Rückzug, hat uns gezwungen, ganze Menschheit in dieser Welt einen unbewussten, ungewollte Rückzug zu machen. And in this month, the Lord even actually forced us, all humanity, to go into retreat, into an unbeknownst to us, unwanted retreat. Ob du glaubst oder nicht glaubst, ob du Muslim bist oder nicht Muslim bist, im Monat des Rückzugs, die gesamte Menschheit wurde gezwungen, in den Rückzug zu gehen, gewollt oder ungewollt. Doesn't matter if you're a believer, a non-believer, a Muslim or non-Muslim. All humanity is being forced now to go into a retreat, wanted or unwanted. Und ungewollt, ungewusstes Fasten. And there's also unwanted and unconscious fasting involved in that. Disziplin im Verhalten. You have to follow a discipline in your actions. Subhanallah. Für Augen, die sehen können, für Ohren, die hören können, für Herz, das verstehen kann, fühlen kann. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Er hat uns alle in den Rückzug geschickt, damit wir vielleicht gerettet werden können, wenn wir verstehen. For eyes that can see, for ears that can hear, for a heart that can understand and feel, this month, this retreat is actually an act of mercy by our Lord. And we should be grateful. A believer, a true believer is grateful for what's happening. Wenn Allah sagt, geht in eure Häuser rein und kommt nur raus, wenn ihr müsst. Nur zum Einkaufen und schnell wieder rein in das Haus. Seid nicht in Öffentlichkeit, im Bazar, einfach zum Zeit vertreiben und sich amüsieren in Cafés und da und dort und Discos, Discounts. Weg da, macht das Nötige, was nötig ist und dann kommt wieder in das Haus rein, da seid ihr sicher. And in this month, actually, now Allah tells everybody, just don't leave your house. Only leave it when you have to actually do something that actually you need to do, like going for shopping. Don't just go into cafes, into the bazaar, do window shopping, do the disco, anything like that. Stop that immediately. Just go and get into your house. Und wenn du jeden Tag im Puff warst, darfst du nicht mehr, sonst bist du krank und tot. Du sollst nicht küssen und anfassen. And even if you were used to go to the whorehouse, now you're just not allowed to even go there. You're not even allowed to have a kiss. You just look and say hi. Don't touch. Time Only window shopping. ist angebrochen. And now just the time of don't touch has happened. Don't kiss me. Time ist angebrochen. The time of don't kiss me just started. Keep distance. Time ist angebrochen. The time of keep a distance to me, please. Eine Disziplinzeit. Gewollt oder ungewollt. Du musst das, wenn du nicht sterben möchtest. A time of discipline has started. Wanted or unwanted. Now it's the time for you to do, otherwise you're going to die. Du bist in dein Haus gefangen. You In are, ein Rückzug. you are actually a prisoner in your own house. Du, In retreat. Kinos sind zu, Schulen sind zu, alle Cafés verboten. Du darfst nicht mal reisen. Cinemas are closed, schools are shut down, even the cafe, everything is, you're not even allowed to go in there. Zu, alle Grenzen, Borders sind geschlossen. And even traveling, everything is locked. All borders are locked. Du bist gefangen. Prisoner. Du kannst dich nicht bewegen. And you can't move. Beweg dich kann ich nicht, beweg dich kann ich nicht. Warum nicht, darum nicht. Es ist alles, ich bin eingeschlossen. Move, I can't move, I can't move, I can't, why? Nö. That's why. I can't move. Nö. Er kann, nö.
In Indien machen das. Bloß bewegt sich kann ich nicht. Und wenn ich reisen würde, wollte, weder kann ich raus, noch kann ich rein. Come on, now move. I can't shake, even if I wanted to, even if I wanted to have a travel, I can't get out. Wer hat dich eingeschlossen, oh du Mensch? Wer hat dich eingesperrt? Tell me, who locked you in? Who imprisoned you? Wer hat dich innerhalb deiner Grenzen eingewiesen? Who actually said, in all your limitlessness, who set a limit to that? Was du nicht hier beherrschen konntest, dein Ego und Grenze setzen konntest. Welche geheimnisvolle Hand, unsichtbare Hand hat dir Grenzen gesetzt? When you couldn't have control over yourself and actually set a limit to you, who did that? Sheikh war's. Ich glaube, ich habe Feuer gefahren. Wo? Da, Sheikh. Sheikh, well, I think I just caught fire. Where? Well, down there. Angstfeuer. A Ich fire habe of Angst um fear. mein, weißt du, Sheikh. Du verstehst mich. Well, it's the fire of fear. The fear, you know, like of what? Beweg dein Feuerarsch. Kann ich nicht, Sheikh. Ich darf mich nicht bewegen. Come on now, move your fiery ASS. I can't, I'm in prison. Du warst sonst so beweglich. Before you were, it was so easy for you to move around. Du bist eingesperrt. Welche Hand? Wer hat dich eingesperrt? Deutschland? China? Italien? Türkei? Welches Land? Welche Regierung hat die Macht, dich einzusperren? Die ganzen Regierungen sind eingesperrt. Die Länder sind eingesperrt. Sie sind alle gefangen. Who locked you in? Who did that? Was it Germany, China, Italy, France, any country? Tell me. Even the governments, what government, who can actually lock you in? Even the governments are even imprisoned. Sie erklären alle Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. Curfew. They all declare it to be a certain curfew, a special times of need. Nicht mal die Fabriken arbeiten. Alles ist totgelegt, stillgelegt. Even normal factories are all laid down and locked down. Everything is not allowed to move. Sind schon so viele Leute gestorben? Ist die Welt? Nein, nur ein paar tausend. Wovor diese Angst? Das ist die Angst, was größer ist als Opfer. Did so many people die already? No, only a few thousand. It's that fear. It's that fear you're gonna. Ist schon Armageddon. Sheikh, wir wissen nicht, was das für eine Sache ist, aber wir wollen nicht sterben. Did Armageddon already happen? Sheikh, we don't know, but we just don't want to die. Und können die Ärzte nicht helfen? Wissenschaftler, die Technologie. And can't the doctors help? The specialists, the technicians, Science. the scientists? Die EU, wo behauptet, überall helfen zu können. Not the EU that claims to help UN. everywhere. The United Nations. Wo sind sie alle? Sie sind alle selber lahmgelegt. Sheikh. Alle Aktivitäten sind hier lahmgelegt. Well, they are all not moving. They are all in lockdown. They can't move. Mr. President und Mr. andere Präsident, die können sich nicht, aus Angst nicht mal die Hand geben. Sie sagen, hi, hi. Even that Mr. President and that other Mr. President, they can't even shake hands. They just say hi.
Und der Papst soll auch krank geworden sein, They even say Pope got sick as well, obwohl er himmlische Verbindung hatte. even though he had a divine connection. Warum gibt es diese Epidemie? Was ist das, was passiert? In einem heiligen Monat, im Monat des Rückzuges. Das muss was uns zu sagen haben. Tell me, why is this epidemic? Why do we have it now in the Rajab Sharif? Because we are in retreat. We have to understand, we have to try to find the understanding in that. Was wir als Unheil sehen, o ihr Menschen, als ein Fluch sehen, es ist die größte und vielleicht die letzte Barmherzigkeit Gottes, was uns erreicht hat, zu verstehen. What we perceive as a calamity, even as a curse, might actually be the last act of mercy by our Lord to save us. Im Monat des Glaubens, im Monat des Gottes, kann nicht etwas schiefgelaufen sein, kann nicht etwas Böses passiert sein. Das ist der Monat Gottes. In the holy month of faith of the Lord, how can it actually be that something went wrong like that? It's the month of retreat. Allah hat uns alle, die ganze Menschheit, gezwungen, im Rückzug gehen und gezwungen zu verstehen. Allah forced us, all of humanity, to go into retreat and to understand finally. Diese Welt hat ein Ende, ist nicht endlos. This world has an end to it, it's not endless. Alles Vergnügen dieser Welt ist nicht endlos. All pleasures of this world are endless, are not endless, they have an end to it. Und wenn ihr dachtet, ist endlos, schau, ich mach deine Discount zu, ich mach deine Disco zu, ich mach dein Kino zu, ich mach deine Straßen zu. Wo willst du dich amüsieren? And if you thought that your pleasures are going to be endless, look, your discounts are closed, discos are closed, cinemas are closed, all your enjoyments are in lockdown. Sogar der eine Bruder kann die Hand des anderen Bruders nicht hier anfassen, darf nicht. Ich bin im Rückzug. Don't touch me. Even the one brother can't even shake hands with his other brothers. They just have to say, don't touch me. I'm in retreat. I'm in retreat. Alles hat ein Ende. Was hat kein Ende? Such danach. Everything's got an end to it. Only one thing, look for that has no end. Und die Menschen suchen die Heilung und die Errettung in den Gebeten jetzt. Und wenn es einen Gott begibt, dann möge er uns beistehen. And the people are now looking for healing, for rescue in their prayers. Now it's the time for that. Weil gerade in so einem Zustand hat man die Zeit und die Möglichkeit, sich etwas Gedanken zu machen über die Wahrheit. Because in that current state we are in, we now have the time and the chance to even think about what happened. Weil man ist nicht abgelenkt von der Straße. Because you're not being distracted from the streets, Man hat viel Zeit zu Hause. as you've got lots of time at home. Was kann ich tun? Ja, nichts, draußen ist nichts los. Und wenn, ich darf ja nicht raus. You're wandering around in the flat like, what's to do? I can't go outside, no, I can't even leave. What to do? Ich muss einen Weg finden, dass ich ohne den Zug hier in den Zug reinkomme, zu meiner Arbeit gehe. Und wenn ich bei der Arbeit bin, dass ich mich nicht anstecken lasse. I have to find a way to take the train and then go to work and still not to catch the virus. Diese Epidemie hat uns so viel zu sagen und erzählen. This epidemic has so much to tell us. Und du hast jetzt genug Zeit, weil du
deine Zeit nicht mehr verschwenden kannst. Du hast genug Zeit, um Gedanken zu machen über die Wahrheit und über die Ewigkeit, wer dein Freund ist. Because now you've got the time to actually think and look for, well, Eternity, Who's your friend? who is your friend and where true eternity is. und wenn du nicht geglaubt hast, fang an zu glauben. Das ist deine letzte Möglichkeit. And if you weren't a believer before, now is your chance to become one. Das ist die letzte Barmherzigkeit, was Allah, der Barmherzige, ohne eine Ausnahme in dieser Welt, jede Staat, jede Regierung, jedes Volk, jeden Menschen gibt. This is the last act of mercy given by the Lord to all, with no exclusion, to all the countries, to all the states, to all the governments, to all the people. Das ist Barmherzigkeit des Gerechten und des Barmherzigen, der für alle da ist. Das ist die letzte Gelegenheit vor dem, was auf uns zukommt. Das alles ohne Gnade aus dem Weg räumen wird. This is an act of mercy by the only one who's truly just and truly merciful, as the last chance, as his last act of mercy, before everything is going to be emptied out with no mercy. Willst du von dem sein, der gerettet werden will? Dann jetzt. Now is the time. Do you want to be one of those who are going to be saved? Now is the time. Wenn der große Krieg kommt, und die warten schon alle da, überall. 40.000 Soldaten aus Amerika kommen, um Tanzspiele zu machen hier. Parade zu machen, 40.000 hier. Und für ein paar Tage Parade zu machen, denkt ihr, die bereiten sich alle vor für einen großen Krieg. The Great War is actually right around the corner. 40,000 soldiers are coming now. Do you think just for a small parade, for a few days to parade how great they are? Don't be misunderstanding. The Great War is coming. Jetzt, diese Epidemie, entscheidest du in dieser Zeit der Epidemie, wo die ganze Welt jetzt hier lahmgelegt ist und alle stillgestanden und göttliche Hilfe verlangt, musst du dich entscheiden, welche Seite willst du sein. Gottes Seite oder auf der Seite deines Egos. Now is the time. Now is the time for you to actually, when everything is in lockdown and everything can't move, for you, now is the chance to ask for divine help. And it's your decision whether you're going to be on the side of God or if you're going to be on the side of your ego. Wenn du Gnade vor dem großen Vernichtung suchst, dann jetzt. Verlang nach Gnade, indem du dich richtig entscheidest und den richtigen Weg findest. Wenn diese Feuerball, und das ist im Rollen auf dich zu, wenn dieser Feuerball da ist an deiner Tür, gibt es keine Gnade mehr. Da kannst du lange Gnade warten, gibt es nicht mehr. Das ist die Zeit der Gnade. If you want mercy to be shown to you before that fireball that is already coming up to us, if you want to have mercy now, now is the time for you, because when it's coming, when it's reaching your door, there will be no mercy. Okay, das wird auch vorbei sein und dann alles wieder in Ordnung. Ah, Sheikh, even that's gonna pass and everything's gonna be okay. Schau, welcher Zustand jetzt du bist. Es ist noch nicht was passiert. Nicht wirklich was passiert. Alle Supermärkte sind zu. Regale sind leer. Straßen sind leer. Alles ist geschlossen. Du darfst nirgendwo rein, nirgendwo raus. Look, what's already happening. And So schnell kann das passieren. Nothing happened yet.
all the shelves are empty, everything is in lockdown, you can't move, you can't get out. Now's the time. And that's the kind of state you're already in. Try to understand. Alles, was euch berichtet wurde, wird passieren. Ihr müsst nur Geduld haben und warten, sagt Allah. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Und unser Großscheich, Mevlana Sheikh Nazim, hat das vor 20 Jahren gesagt. Man hat mir YouTube-Video gezeigt hier, wo er sagt, ein Virus wird aus China ausbrechen, ganze Welt hier gefangen nehmen. Ist es passiert nach 20 Jahren? Ja. Er hat nicht gelogen. Und die dachten und sagten, Sheikh hat sich geirrt. Seit 20 Jahren ist nichts passiert. Sie sind jetzt enttäuscht. What is being reported to you? Be patient and it's going to happen eventually. And where there is smoke, there is and where there is smoke, there's definitely going to be a fire. And there was a Sohbet speech by Sheikh Nazim 20 years ago. He warned us of a great epidemic, a virus coming from China to haunt us. And everybody was like disbelieving and so on. But now they were being proven wrong and they are disappointed. Und jetzt ist die letzte Warnung. Das ist die letzte Warnung. Das ist die letzte Gnade. Das ist die letzte Barmherzigkeit des Himmels. Das dich aufmerksam macht auf die Wahrheit. Auf das, was auf dich zukommt. And it's the last warning. It is the last warning, the last act of mercy, divine mercy, to warn you of what's going to come and for you to choose. Die Länder bereiten sich für einen Krieg vor. Und wir müssen blind sein, um nicht zu sehen. Wir müssen taub sein, um nicht zu hören. Wir sind mittendrin. Wann ist Armageddon, hat man Prophet Mohammad gefragt, vor 1500 Jahren. Und er hat gesagt, wenn Syrien brennt, brennt die Welt. Brennt die Syrien? Ja. Und ist das jetzt Hauptkriegszentrale? Ja. Hauptgrund für einen großen Krieg? Ja. And 1500 years. Oh, the nations are preparing for war. the nations are. And look, if you are deaf, if you are blind, don't you see that all states are preparing a war? And 1,500 years ago, the Prophet Mohammad told us if Syria is burning, the whole world is burning. And look what's happening. We are in the middle of it. Everything, Syria is now burning. It's the cause of the war coming. Nicht diese Epidemie ist wichtig. Was danach kommen wird, ist wichtig. Aber diese Epidemie ist wichtig, damit wir uns vorbereiten können für das, was auf uns zukommt. Das ist letzter Zug. The epidemic itself is not important. What's important, what's coming after that. So, in that sense, the epidemic is important to teach us, to prepare us for what's coming then. Allah hat uns in den Rückzug geschickt, jetzt alle, gesamte Menschheit, ob wir wollen oder nicht wollen. Und wir haben zu verstehen, versucht, wenn ihr nicht Gläubiger seid, zum Glauben zu finden. Weil nur Allah kann uns helfen, auch aus dieser Krankheit. Und wenn ihr Gläubiger seid, versucht, euren Glauben ernst zu nehmen und zu leben. Nicht Witze daraus zu machen. And this illness is a forced retreat for all of us, for us to decide to actually look for help in the belief. If you're an unbeliever, believe now. And for those who are actually believers, don't joke around about what's going to happen. This is your last chance to prepare. Don't make a joke out of your faith and do not take your faith seriously. Do not make a joke. Don't joke around with your faith. Take your faith now serious. Es gibt immer noch Menschen, ignorante Menschen, die nicht verstehen und sagen, auch das geht vorbei. So hoffnungsvoll sind sie. There are some people who are still foolish enough, ignorant enough to say, even that's going to pass. They've still got that ray of hope in them left. Nur dumme Menschen und Idioten sind endlos hoffnungsvoll. Only dumb ones and foolish ones are endlessly hopeful.
Und nur Idioten und dumme Leute sind endlos hoffnungslos. Only fools and stupids are endlessly hopeful. Hopeless. Hopeless. Endlessly hopeless. Sheikh Mohammad sagte sallallahu alaihi wasallam, der wahre Gläubige steht zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Lebt zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, sodass er immer vorbereitet ist. And Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that the true believer is in the middle between hope and hopelessness, always balancing out and always prepared for both. Auch die toten Menschen, die krank von dieser Krankheit gestorben sind, erzählen ihnen diesen Leuten nicht, diese Ignoranten. Wenn das auch vorbeigehen wird, wieso sind die tot? Einige Leute wurden erwischt. Du nicht? Denkst du, dir wird nichts passieren? Wer bist du überhaupt? Siehst du dich über alles? Even the dead ones, those that died of that virus, can't tell those ignorant something, because you say everything is going to pass, but those died. Don't you see that this is going to happen to you as well? That this can happen, that there's a chance of you happening?